Hallo, hi, servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Uwe Ansmann und ich habe vor kurzem das große Glück gehabt, eine Poly Studio V52, also die brandneue USB-Videobar für mittelgroße Konferenzräume in meine Hände zu bekommen. Und ich habe mir überlegt, wir unboxen das Ganze heute zusammen. Und zwar nicht nur wie gewohnt im Blog, also in Schriftform, wer den Blog nicht kennt, Link in der Description, sondern wir machen das Ganze heute tatsächlich auch im Video. Ich versuche das ganze Thema Video so ein bisschen weiter zu treiben. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video teilt, liked, subscribt. Wenn ihr die Glocke klickt, werdet ihr automatisch darüber informiert, wenn es neue Videos gibt. Und das gesagt, würde ich behaupten, wir springen direkt rein und zwar nach dem Intro. Und da sind wir auch schon wieder. Und jetzt legen wir los und das Ganze wird tatsächlich ein bisschen herausfordernd. Die Kartonage ist nämlich echt ziemlich groß und ich habe gar nicht so wahnsinnig viel Platz, aber zusammen bekommen wir das auf jeden Fall hin. Für alle, die schon mit unseren Produkten gearbeitet haben, ihr kennt diese Kartonage, ihr kennt das Design, hier gibt es also tatsächlich keine großen Überraschungen. Klassisches Polybranding. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir einige Überraschungen im Karton finden und deswegen mache ich das Ganze direkt mal auf. Was wir als erstes finden, ist tatsächlich unsere Lens Starter Kit. Für alle, die Lens noch nicht kennen, Lens ist unsere Cloud-Management-Plattform, erreichbar über lens.poly.com. Und über diese Plattform habt ihr die Möglichkeit, vom Headset über Speakerphones, Telefone, Videokonferenz-Unit und natürlich auch USB-Units zentral zu managen. Also Turnschuh Admin war gestern. Wer sich für dieses Thema interessiert, kommt gerne auf euren jeweiligen Account Manager respektive euren SE zu. Ansonsten findet ihr für die Übergangszeit in meinem Blog, wie gesagt, Link in der Description, auch eine ganze Menge Posts zu dem Thema. Lens vom Prinzip her ist für euch im ersten Step, wenn ihr euch registrieren möchtet, kostenlos. Das heißt, ihr könnt jetzt auf die Website gehen, registriert euch einen Account und probiert das Ganze einfach aus. Okay, weiter geht's. Wenn wir weiter im Karton nach vorne schauen, dann finden wir wie immer klassisch die Dokumentation. Warranty Cards, Quick Setup Guides, alles was dazu gehört. Die nächste halbe Stunde schaue ich mir das Ganze an. So mache ich das nämlich tatsächlich absolut immer. So solltet ihr das natürlich auch machen. Ich würde es nicht direkt wegschmeißen. Eventuell ist das Ganze nochmal für euch wichtig. Dementsprechend lesen, verstehen und an die Ecke legen. Wenn wir weiter schauen, finden wir tatsächlich als nächstes schon die Studio V52. Und für alle, die die X52 schon kennen, ja, das sieht genau gleich aus. Es ist nämlich tatsächlich am Ende des Tages auch dieselbe Hardware. Dementsprechend findet ihr alle Anschlüsse, die die V52 besitzt, auch auf der X52 und vice versa. Andere Seite zum Vergleich. Hier findet ihr tatsächlich auch keine Überraschung. Wie muss man sich das Ganze jetzt vorstellen? Also, wenn ihr euch das Ganze bildlich vorstellen wollt, ist die V52 eine X52 im Device-Mode. Das ist also kein Android dahinter, was nativ Applikationen laufen lassen kann, wie Microsoft Teams on Android oder Zoom Rooms oder Google, sondern vom Prinzip her ist das hier eine reine USB-Videobar, analog zu einer Studio USB, analog zu einer Poly Studio R30, allerdings natürlich hier für weitaus größere Räume und Fun Fact: Die Studio R30, Studio USB, die können tatsächlich nur per Wi-Fi an unsere Cloud-Management-Plattform angebunden werden. Dadurch, dass wir hier dieselben Anschlüsse wie bei der X52 haben, haben wir auch einen RJ45-Port. Und das macht das Ganze natürlich weitaus einfacher. Viele unserer Kunden, unserer Partner haben danach gefragt, hey, wir hätten ganz gerne einen RJ45-Port an der Unit. Bitte sehr, da ist er, wir hören zu und wir setzen das Ganze um, sofern denn möglich. Ansonsten sehen wir klassisch wie bei der X52 hier vorne die Lautsprecher, Hochtöner, Mitteltöner. Hier vorne haben wir die Kamera. In dem Fall sind wir hier gesprungen von einer 8-Megapixel-Kamera auf eine 20-Megapixel-Kamera. Damit ist eigentlich auch schon fast alles gesagt. Also die Bildqualität im Vergleich ist natürlich überragend gut. Und natürlich sitzt hier auch die gesamte Intelligenz drin in Form von Director AI. Das heißt, wir haben hier intelligente Features wie Group Framing, Speaker Framing, People Framing und natürlich auch Presenter Track. Und wenn ich vielleicht nicht jeden Tag Videokonferenzen mache und ich mich vielleicht im Konferenzraum befinde, aber sicherstellen möchte, dass ich nicht gesehen oder gehört werde, ja, dann hilft es vielleicht auch mal, so eine Privacy Cap draufzusetzen für den einen oder anderen. So muss sich also niemand im Konferenzraum überwacht fühlen.
Okay, ich glaube, damit ist eigentlich so das meiste zu der Unit gesagt. Ach, ein wichtiger Punkt noch. Ich habe eben darüber gesprochen, dass dieses Gerät vergleichbar ist mit einer X52 im Device-Mode. Das ist tatsächlich nicht ganz richtig. Es gibt tatsächlich einen PolyOS Lite, das läuft auf dieser Unit. Und es gibt die klassische PolyOS-Variante, das läuft auf den Studio X-System. Aber als Vergleich macht das auf jeden Fall Sinn. Warum sage ich das so explizit? Ihr könnt eine Poly Studio X52 in den Device-Mode bringen und habt vom Prinzip her dieselbe Funktionalität wie auf diesem Gerät. Ihr könnt aus einer Poly Studio V52 aber nicht durch einen License Key oder irgendwas eine Poly Studio X machen, also sprich ein eigenständig autarkes, lauffähiges System. Das ist nicht möglich. Deswegen überlegt euch vorher, bevor ihr euch für ein Device für euren Konferenzraum entscheidet, was ist euer Use Case? Ist euer Use Case, ihr möchtet euer Endgerät, euer Notebook mitbringen und ihr möchtet tatsächlich total flexibel sein und einfach nur 2 oder ein Kabel anstecken und jegliche Videoplattform nutzen? Oder möchtet ihr ohne eure Devices in den Konferenzraum kommen können? Das ist natürlich immer wichtig. Ihr habt einen Touchpanel, ihr habt einen Join-Button, ihr drückt da drauf und das System wählt euch in die Plattform eurer Wahl ein. Also entsprechend in Teams oder Zoom oder. Das ist also ein wichtiges Entscheidungskriterium, ob ihr euch für eine Studio X, wie gesagt, könnt ihr euch einfach sehr simpel merken, vollständiges Android mit den jeweiligen Provider-Applikationen oder eine V, in dem Fall die V52 entscheidet. Die V ist immer eine reine USB-Videobar, das heißt, die Intelligenz bringt ihr mit in Form von eurem Notebook. Es gibt vom Prinzip her keinen eigenen Provider-Mode auf diesem Endgerät. Okay? Sehr simpel. Wie gesagt, falls sich das kompliziert anhört, es wird dazu auch noch einen Blogpost geben. Da könnt ihr natürlich auch reinschauen. Ansonsten pinkt mich gerne an, wenn irgendwas unklar ist. Ich versuche das maximal einfach runterzubrechen. Manchmal ist es trotzdem so, da sind die Vokabeln doch ein bisschen schwieriger als das, was man vielleicht gewohnt ist. Von daher verstehe ich, anpingen und los geht's. Okay. Natürlich brauchen wir für das Ganze auch ein bisschen Zubehör. Auf der einen Seite finden wir hier ein AJ45-Kabel. Ich habe eben drüber gesprochen. Dieses Gerät hat tatsächlich, weil es dieselbe Hardware ist wie die X52, einen physikalischen AJ45-Port. Damit können wir das Ganze ins Corporate LAN bringen. Damit können wir das Ganze übers Internet an die Polylens Cloud anbinden und können darüber dann das Software-Updating, Management und so weiter über. Also ziemlich coole Geschichte. Kabel dafür vorhanden. Dann finden wir einen HDMI-Kabel. HDMI-Kabel brauchen wir vom Prinzip her eigentlich nur einmal. Und zwar, wir können das Ganze per HDMI bei der Erstanrichtung an ein Display anschließen. Hier wird mir dann die IP-Adresse, der Benutzername angezeigt und auch die Seriennummer vom System. Für alle, die so ein System das erste Mal nutzen, die Seriennummer, die letzten 6 Stellen der Seriennummer sind immer das Admin-Passwort. Das heißt, bei der Ersteinrichtung, wie gesagt, wenn ihr ein Display anschließt, seht ihr die IP-Adresse vom System. Ihr müsst also nicht euren Netzwerk-Admin fragen, hey, welche IP-Adresse vom DHCP-Server hat denn dieses Device gerade bekommen, sondern ihr seht es direkt. Ihr habt direkt den Username und ihr habt die Seriennummer, wie gesagt, letzten 6 Stellen. Default-Passwort. Damit habt ihr dann die Möglichkeit, euren Browser der Wahl zu öffnen, ruft die IP-Adresse auf, loggt euch ein und dann könnt ihr die Konfiguration über euren Webbrowser machen und damit natürlich auch die Anbindung an die Lens Cloud vornehmen, wenn ihr denn möchtet. Cool. Das nächste, was wir finden, ist der Monitor-Clamp. Den befestigt ihr einfach hinten am Gerät, Schrauben sind dabei und damit habt ihr dann die Möglichkeit, das System auf euer Display aufzusetzen. Das heißt, ihr müsst das Ganze nicht zwingend an der Wand befestigen. Auch dafür gibt es natürlich eine Option, das ist immer optional. Wir haben einen Wall-Mount, den ich kaufen kann. Es gibt einen Table-Stand, wenn ihr das Ganze auf einen High- oder Low-Board aufbringen wollt, beispielsweise, ist das eine Option. Oder wenn ihr euren vorhandenen VESA-Mount nutzen wollt, haben wir einen VESA-Kit dafür, sodass ihr also das Ganze auch an dem VESA-Mount befestigen könnt und dann oberhalb oder unterhalb des Displays befestigen könnt. Wie gesagt, Display-Clamp mit drin ist das einfachste, ist sehr flexibel. Das heißt, ihr könnt das eigentlich auf jeder Displaygröße, jeder Displayart montieren. Ziemlich coole Geschichte. Wie gesagt, 4 Schrauben, los geht's. Viel simpler geht's einfach. Gut. In dem zweiten Rack, in dem zweiten Paket finden wir dann unser Power Supply. Das ist wichtig. Das Gerät wird tatsächlich per Netzwerkkabel nicht mit Strom versorgt. So ist es richtig, das wollte ich sagen, sondern über einen Power Supply. Zusätzlich findet ihr logischerweise das Kaltgerätekabel. Nur mit dem Netzteil hilft euch nichts. Irgendwas muss ja auch in die Steckdose. Das haben wir also auch damit gecovert. Und das letzte Kabel, was ihr findet, ist
ein USB-C auf USB-A-Kabel, weil irgendwie müsst ihr ja dieses Gerät auch tatsächlich mit eurem PC, mit eurem Notebook verbinden und dafür benutzen wir tatsächlich dieses Kabel. Ihr könnt natürlich auch vorhandene Kabel nehmen. Bitte einfach darauf achten, dass es tatsächlich hochwertige USB-Kabel sind. Wir haben auch entsprechende USB-Extender, wenn das notwendig sein sollte. Das kann entsprechend optional erworben werden. Das ein kurzer Overrun. Was haben wir im Paket? Und im nächsten Video schauen wir uns dann die Ersteinrichtung an. Bedanke mich, dass ihr da gewesen seid. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.